bis die Wortstellung vom Konjunktiv mit Modalverben in der Vergangenheit verstehen. Das ist ein sehr komplexes Thema, da man das Gefühl hat, die ganzen Regeln, die man so lange gelernt hat, stimmen doch nicht immer. Man bekommt zum Beispiel den Satz, wir wissen nicht, ob wir das so hätten machen können. Und ja, das konjugierte Verb hätten ist gar nicht am Ende, aber es ist in einem Nebensatz. Warum? Das schauen wir uns heute an. Und willkommen bei meinem Kanal. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Chris und ich bin selber auch keine Muttersprachlerin und habe erst mit ungefähr 16 Jahren mit dem Deutschlernen angefangen. Erst ein paar Jahre später habe ich es aber wirklich ernst genommen. Jetzt mit meinem abgeschlossenen Bachelor im Fach Deutsch in der Tasche mache ich meinen Master im Bereich Deutsch als Fremdsprache und unterrichte Deutsch für fortgeschrittene Lerner. Daher weiß ich aus eigener Erfahrung und von meinen Schülern, wie abschreckend dieses Thema sein kann. Aber keine Sorge, wir klären das jetzt. Konjunktiv 2. Der Konjunktiv 2 ist eine wichtige grammatische Struktur in der deutschen Sprache. Er wird oft verwendet, um höfliche Anfragen oder Wünsche auszudrücken. Der Konjunktiv 2 wird auch oft in Bedingungssätzen benutzt, wie wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich gerne Deutsch lernen. Der Konjunktiv wird also verwendet, um über Dinge zu sprechen, die hypothetisch oder unwirklich sind. Damit dieses Video nicht zu lang wird, werde ich davon ausgehen, dass ihr den Konjunktiv schon relativ gut kennt. Wir schauen uns aber vorsichtshalber 3 Beispielsätze an. Ich wäre gerne im Urlaub. Ich bin also nicht im Urlaub, aber ich wäre gerne. Wir hätten gern 3 Butterbrezeln. Wir haben also gerade keine Brezeln, aber das bestellen wir jetzt. Er würde gerne Deutsch lernen. Das tut er zurzeit nicht und er plant es auch noch nicht konkret, aber es ist sein Wunsch. Modalverben. Jetzt schauen wir uns die Modalverben an. Davon gibt es 5 oder 6, je nachdem, wen du fragst. Das ist einfach, weil diese Kategorie ein bisschen schwer zu definieren ist, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Dürfen. In Deutschland darf man schon mit 16 Bier trinken. Können. Kannst du mich verstehen? Sollen. Wir sollten nach Hause gehen, bevor es dunkel wird. Wollen. Wollt ihr euch in der Stadt treffen? Müssen. Sie muss ihre Hausarbeit noch schreiben. Mögen bzw. möchten. Du hast gesagt, dass du einen Tee möchtest. Das war nur eine kleine Wiederholung. Jetzt kombinieren wir diese Modalverben mit dem Konjunktiv. Und wir fokussieren uns hierfür nur auf die ersten 5 Modalverben, die ich aufgelistet habe. Dürfen, dürfte. Sie dürfte von mir aus mitmachen, aber ihre Eltern haben noch nicht zugesagt. Können, könnte. Wenn er fliegen könnte, würde er nie wieder zu spät kommen. Sollen, sollte. Sie sollte bereits auf dem Weg zur Uni sein. Wollen, wollte. Wir wollten heute noch vorbeikommen, falls es euch passt. Müssen, müsste. Da bin ich mir nicht so sicher. Das müsste ich noch nachschauen. Lass uns kurz die Modalverben rausnehmen und einfach den Konjunktiv in der Vergangenheit anschauen. Der Konjunktiv der Vergangenheit, also Perfekt oder Präteritum, wird verwendet, um über Handlungen und Ereignisse zu sprechen, die in der Vergangenheit nicht wirklich passiert sind oder bei denen es unsicher ist, ob sie passiert sind.
Um Konjunktiv 2 in der Vergangenheit zu verstehen, müssen wir erstmal den Perfekt verstehen. Das heißt, wir müssen wissen, wann wir das Hilfsverb haben und wann wir das Hilfsverb sein benutzen. Ich habe das gemacht und ich bin hingegangen. Dann muss man die Konjunktivform von sein und haben kennen. Also wäre und hätte. Dann nimmt man eben diese Perfektform, also diese Sätze, die wir gerade im Perfekt gebildet haben, und dann wechseln wir eben genau dieses Hilfsverb aus und machen das so, dass es im Konjunktiv 2 steht. Das heißt, ich hätte das gemacht oder ich wäre hingegangen. So einfach ist das. Das heißt, die Verben, die im Perfekt haben brauchen hier hätte. Und die Verben, die im Perfekt sein brauchen hier wäre. Und im Konjunktiv wird nicht zwischen Perfekt und Präteritum unterschieden. Es gibt nur die eine Vergangenheitsform. Modalverben in der Vergangenheit. Das war Konjunktiv in der Vergangenheit. Aber wie sieht es bei Modalverben in der Vergangenheit aus? Hierbei gibt es schon einen Unterschied zwischen Präteritum und Perfekt. Zuerst im Präteritum. Dürfen, durfte. Sie durfte letztes Jahr nicht mitmachen, weil sie zu jung war. Können, konnte. Als er nur Deutsch konnte, konnte er sich nicht mit meiner Oma unterhalten. Sollen, sollte. Gestern sollte ich aufräumen. Wollen, wollte. Wir wollten dich nicht verletzen. Das tut uns leid. Müssen, musste. Ich war mir unsicher, also musste ich es gestern nachschauen. Im Perfekt gibt es sogar noch 2 Versionen. Einmal, wenn es ein Vollverb gibt. Ein Vollverb ist das Verb mit einer eher konkreten Bedeutung. Also es ist kein Modalverb. Zum Beispiel, ich kann Deutsch sprechen. Hier haben wir das Vollverb sprechen. Gleichzeitig kann ich auch sowas sagen. Ich kann Deutsch. Hier gibt es kein Vollverb, nur das Modalverb. Ich kann Deutsch sprechen. Ich habe Deutsch sprechen können. Aber ich kann Deutsch. Ich habe Deutsch gekonnt. Die Regel ist also, dass das Modalverb immer am Ende ist. Und falls es ein Vollverb gibt, ist das Modalverb in einer quasi Infinitivform. Aber wenn wir kein Vollverb haben, dann ist es im Partizip 2. Und bei Modalverben ist das Hilfsverb immer haben, nie sein. Konjunktiv plus Modalverben plus Vergangenheit. Um die Modalverben in Vergangenheit in den Konjunktiv zu setzen, benutzen wir die Perfektform. Und dann müssen wir, wie ich vorher gezeigt habe, einfach das Hilfsverb, also in diesem Fall haben, in den Konjunktiv setzen. Also hätte. Ich kann Deutsch sprechen. Ich habe Deutsch sprechen können. Ich hätte Deutsch sprechen können. Im Kontext könnte das so sein. Ich hätte gestern Deutsch sprechen können, wenn ich gewusst hätte, dass mein Gesprächspartner auch Deutsch konnte. Auf der anderen Seite können wir es auch ohne Vollverb machen. Ich kann Deutsch. Ich habe Deutsch gekonnt. Ich hätte Deutsch gekonnt. Im Kontext könnte das so sein. Ich hätte als Kind Deutsch gekonnt, falls ich in Deutschland aufgewachsen wäre. Hier sind ein paar weitere Beispiele. Ich hätte gestern lernen müssen, aber ich habe mich entschieden, das stattdessen heute zu machen. Sie hätte in den Urlaub gehen dürfen,
aber sie wollte stattdessen zu Hause bleiben. Wir hätten das so machen können, aber wir wussten nicht, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre. Was passiert aber, wenn ich eine subordinierende Konjunktion wie weil, das oder ob vor so einen Satz stelle? Konjunktiv, Modalverben, Vergangenheit, alles in einem Nebensatz. Ich muss heute noch lernen, weil ich gestern hätte lernen müssen. Der Chef hat sogar gesagt, dass sie in den Urlaub hätte gehen dürfen. Wir wissen nicht, ob wir das so hätten machen können. Diese Sätze beschreiben eine Möglichkeit aus der Vergangenheit und nicht, wie die meisten Nebensätze, müssen wir das konjugierte Verb, also das Hilfsverb, nicht ganz ans Ende des Satzes schicken, sondern kurz davor. Das konjugierte Hilfsverb landet also vor den anderen Verben, die im Infinitiv stehen. Es gibt auch einige andere Fälle, wo das Verb sich ähnlich verhält. Allerdings sind diese Fälle ein bisschen seltener und deswegen habe ich mich entschieden, die in diesem Video nicht zu behandeln. Passe aber auf, wenn es kein Vollverb gibt, wird das Hilfsverb doch ganz ans Ende geschickt. Also ganz normal. Ich muss heute noch lernen, weil ich das gestern gemusst hätte. Der Chef hat sogar gesagt, dass sie das gedurft hätte. Wir wissen nicht, ob wir das so gekonnt hätten. Übung macht den Meister. Schreibe mir also einen Satz in die Kommentare mit einem Modalverb in der Vergangenheit, im Konjunktiv, in einem Nebensatz. Willst du deine Grammatik noch weiter verbessern? Dann würde ich dieses Video empfehlen. Wir sehen uns da. Also, bis gleich!